Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Meine Familie hat mir ein paar Tulpen mitgebracht und ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, wie ich meine drapieren werde. Als Gefäß wird mir diese Pflanzschale dienen und die hat jetzt in meinem Fall eine Länge von in etwa 27 cm. Die Höhe beträgt in etwa 13 cm und der Durchmesser an der dicksten Stelle beträgt in etwa 12 cm. Ja, und in diese Pflanzschale kommt jetzt mal als erstes Steckschaummasse hinein. Diese Masse, die ist noch von irgendeinem vorherigen Projekt übrig geblieben und die hatte ich jetzt eine Stunde im Wasser liegen, damit der Steckschaum sich so richtig schön vollsaugen kann. Ich werde aber später auch in diese Pflanzschale noch ein bisschen Wasser hineinfüllen, ne? So, das muss jetzt hier auch nicht komplett ausgefüllt sein mit der Steckschaummasse, weil ich will hier mehr so im mittleren Bereich mit den Tulpen arbeiten. Dann habe ich hier noch Heidekraut. Und das ist Buchsbaum aus meinem Garten. Ob der zum Einsatz kommen wird, weiß ich jetzt an dieser Stelle noch nicht. Es kann auch gut möglich sein, dass ich mir noch andere Materialien aus meinem Garten holen werde. Im nächsten Schritt werde ich bei den Tulpen die größeren Blätter entfernen und ich zupfe die hier einfach nur so vom Stängel ab. Und diese ganz kleinen hier im oberen Bereich, die lasse ich jetzt nachher aber dran. Wobei das hier, das könnte jetzt auch noch ab. Das sieht dann immer ein bisschen schöner aus, wie ich zumindest finde. Ihr könnt da auch ein bisschen mehr Blätter dran lassen. Das bleibt jetzt jedem selbst überlassen, was er halt schöner findet. Aber wie bereits erwähnt, ich finde es halt schöner, wenn da nicht so viele Blätter dran sind. Gekürzt werden die Tulpen erst im Laufe des, ja, ich sag jetzt mal Steckprozesses. Das mache ich erst nachher. Wie gesagt, jetzt erst einmal hier die ganzen Blätter abzupfen. Das hier wollte ich euch mal kurz zeigen. An der Pflanze bildet sich noch eine zweite Blüte aus. Bei den anderen Tulpen ist das jetzt allerdings nicht der Fall. So, und ihr könnt jetzt erst einmal beiseite. Schale, komm mal bitte her. Jetzt fülle ich da schon mal ein bisschen Wasser hinein, nicht, dass ich das nachher noch vergesse. Oder was heißt ein bisschen, ne? Ich mache das bis hier oben hin mit Wasser voll. Dann sind die auf jeden Fall immer gut mit Wasser versorgt, die Tulpen. Ich werde das aber auch nachher so drapieren, dass ich, ja, kann ich ja schon sagen, dass ich das Moos zum Abdecken an einer Stelle auch mal runternehmen kann, um einfach mal zu überprüfen, ob da wieder Wasser nachgefüllt werden muss. Weil die Tulpen, die haben einen ganz schönen Durst, ich sag's euch. Also da kann man innerhalb der Wohnung bald jeden Tag wieder Wasser nachfüllen. Und die Tulpen halten bis zu 10 Tagen. Die Tulpenprojekte, die ich, wann habe ich das gemacht? Letzte Woche Montag hatte ich das, glaube ich, auch gefilmt und online. Ja, keine Ahnung, ne? Die waren auf jeden Fall jetzt 9 Tage in meiner Wohnung. Und das ist jetzt dieses Heidekraut. Ich habe mir jetzt das folgendermaßen vorgestellt. Ich werde mal als erstes dieses Heidekraut einarbeiten. Bevor ich mir das zurechtschneide, Bevor ich das zurechtschneide, halte ich das hier erst einmal an meinem Gefäß an. Dann gucke ich mal, wie lang soll es denn überhaupt noch bleiben und dann schneide ich es mir erst zurecht. Also ich würde jetzt nicht sofort hier zack ein ganzes Stück abschneiden, dann ärgert ihr euch hinterher. Das mache ich nachher auch mit dem Buchsbaum so, wenn er zum Einsatz kommen sollte. Und genauso mache ich das gleich auch mit den Tulpen. Erst einmal hier an die Schale anhalten und dann erstmal einkürzen. Bei den Tulpen sei noch erwähnt, wie heißt es, ihr müsst noch ein bisschen mit einplanen. Die schießen noch mal gut in die Höhe. Das heißt, ja, wie erkläre ich euch das jetzt? Die wachsen noch mal ein gutes Stück in die Höhe. Also man wundert sich. Ich schätze mal, wenn ich die jetzt, sagen wir mal, bis hierhin einkürze, dann wird die nach ein paar Tagen in etwa hier oben schon sein. Also die machen wirklich noch mal einen guten Schuss, die Tulpen. Und dann stecke ich jetzt erst einmal das Heidekraut hier hinein, halte es an, zurechtschneiden und dann gehen wir jetzt mal ein bisschen auf Zeitraffer für euch. Ich habe jetzt folgendermaßen mit dem Heidekraut gearbeitet. Hier im mittleren Bereich habe ich die längsten Zweige eingearbeitet und nach außen hin sind die Zweige immer kürzer geworden. Ja, und dann werden jetzt als nächstes die Tulpen eingearbeitet. Halte die erst einmal an, bevor ich die zurechtschneide und denkt einfach noch daran, dass die halt noch in die Höhe schießen und steckt die dann einfach in den Steckschaum hinein. Ich werde da wahrscheinlich dann auch wieder so arbeiten, dass hier so ein bisschen die längeren Tulpen hinkommen und nach außen hin oder zum Rand hin vielmehr kommen dann halt die kürzeren Tulpen zum Einsatz. Ich habe mir sagen lassen, das ist wohl vollkommen egal, ob man die Tulpen schräg anschneidet oder halt so gerade anschneidet. Für den Steckschaum ist es jetzt vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man die leicht schräg anschneidet. Wichtig bei den Tulpen ist allerdings, dass man die, ja, wie erkläre ich das? Man sollte die beim Schneiden nicht hier irgendwie zusammenquetschen, die Stiele, dann ist die Wasseraufnahme schwieriger für die Pflanzen. Von daher Tulpen immer mit einem scharfen Messer schneiden, im optimalsten Falle, oder einfach mit einer scharfen Schere, mache ich auch immer so. Und die Tulpen beim letzten Projekt haben ja auch 9 Tage gehalten, ne? Da kann man jetzt auch nicht meckern. Und ja, dann werden wir es jetzt hier wieder ein bisschen beschleunigen für euch. Zum Schluss kommt der Buchsbaum dann mit hier hinein. Bei dem Buchsbaum mache ich das aber dann so, wenn jetzt hier im unteren Bereich noch Blätter vorhanden sein sollten, dann entferne ich die.
weil die würden sonst relativ schnell anfangen zu verfaulen, wenn die hier permanent ja, der Nässe ausgesetzt werden. So sage ich es jetzt immer einfach. So viele Blätter sind hier jetzt gar nicht mehr dran. Abzupfen, zack, in diese Steckschaummasse hineinstecken. Wenn das bei euch jetzt nicht von alleine stehen bleiben sollte bei so einer Schale, würde ich hier die Seiten auch noch mit Steckschaummasse ausstopfen. Ich werde aber nachher Moos noch einarbeiten. Ich war jetzt gerade noch bei mir im Garten und habe mir etwas Farn geholt. Ich glaube, hier im Hintergrund wird er sich nachher ganz gut machen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diesen Farn eingearbeitet hättet oder halt nicht. Ja, und dann werde ich jetzt auch hier diese Zwischenräume einfach mit Plattenmoos auskleiden. Ich muss das hier aber auch ein bisschen festhalten, weil bei mir ist das Ganze jetzt noch ein bisschen wackelig, weil ich das jetzt halt nicht komplett mit der Steckschaummasse ausgekleidet habe. Zupfe ich mir da immer hier von dieser großen Platte ein bisschen was ab, halte das hier fest und stopfe das da wirklich einfach nur so hinein. Hier oben lasse ich es jetzt auch so ein bisschen plüschig hinausschauen. Und warum ist hier gerade Buchsbaum hinausgeflutscht? Bin ich wohl ein bisschen zu sehr dran gekommen. Ja, und diesen Farn, den könnt ihr da einfach auch so hineinstecken. Da muss ich jetzt auch keine Blätter irgendwie entfernen. Ich muss das Ganze aber auch mal ein bisschen zu mir drehen. Aber ich denke, das sieht ganz cool aus mit dem Farn. Ja, und ich habe es ja bereits schon erwähnt. Das hier ist jetzt die Rückseite. Da habe ich jetzt nicht so viel Buchsbaum ausgekleidet, weil in meinem Fall wird man diese Rückseite hier später sowieso nicht sehen. Da ist eine Wand dahinter. Ne? Wenn das jetzt bei euch so freistehend sein sollte, dass man hier alles halt sehen kann, dann würde ich hier im hinteren Bereich auch deutlich mehr einarbeiten, dass das halt von allen Seiten schön aussieht. So, machen wir jetzt hier mal in Ruhe weiter. Diese Deko-Idee mit Tulpen habe ich jetzt soweit fertig. Insgesamt habe ich 2 Bund Tulpen dafür benötigt. So, das kann jetzt auch beiseite, denn ich habe auch noch ein drittes Bund Tulpen zur Verfügung. Und das wird jetzt auch so ein bisschen Resteverwertung werden. Ich werde das hier mit diesem Glas dann gleich machen. Und dieses Glas hat eine Höhe von in etwa 10 cm und der Durchmesser beträgt auch in etwa 10 cm. Ja, wie bereits gesagt, das wird jetzt auch ein bisschen Resteverwertung werden. Ich habe hier nämlich noch Reste von der Zypresse, die stammt noch aus Weihnachtsprojekten. Getrocknete oder schon fast getrocknete Stacheldrahtpflanze. So, jetzt halte ich hier erstmal meinen Bund Tulpen an. Die werden jetzt auch relativ kurz geschnitten. Nehmen wir jetzt hier schon mal grob was ab. So, das tun wir jetzt mal beiseite. Jetzt entferne ich wieder die Blätter, wenn die jetzt hier nicht schon teilweise von alleine sogar abfallen. Ich habe jetzt in mein Glas schon mal ein bisschen Wasser eingefüllt und ich achte auch immer darauf, dass die Tulpen nicht zu tief im Wasser drin stehen, weil die Stängel, die können relativ schnell verfaulen. Also ich würde die Tulpen niemals bis hier oben hin komplett mit Wasser bedecken. Ich sag mal, so bis hier mache ich immer, aber höher würde ich das jetzt nicht machen. Im Laufe der Jahre habe ich damit jetzt auch, gute Erfahrungen gemacht, wenn die Tulpen nicht zu tief im Wasser drin stehen oder vielmehr halt die Stängel. Ja, dann wollen wir jetzt hier mal ein bisschen überlegen, wie wir die Stacheldrahtpflanze und den, jetzt wollte ich schon Eukalyptus sagen, den die Zypresse einarbeiten. Ich denke, ich mache mir hier so kleine Bündel. Ich werde jetzt hier auch nicht im unteren Bereich das Grün entfernen, weil das Ganze ist ja jetzt auch nur so für 10 Tage gedacht. Es muss jetzt hier nicht etliche Wochen noch durchhalten, das Grün. Und dann arbeite ich die Tulpen einfach so nach Gefühl ein. Die könnten aber jetzt alle noch ein bisschen kürzer sein. Obwohl eigentlich ist das jetzt ja auch gerade Quatsch, was ich mache. Ich könnte das auch ein bisschen schneller hier machen. Zack. Kann man ja auch im Kompletten einarbeiten. Mal eben ein bisschen noch einkürzen. Ich lasse die jetzt auch so ein bisschen unterschiedlich lang, die Tulpen. Die müssen jetzt nicht alle haargenau gleich lang werden sein. Ihr habt es ja schon gesehen, da habe ich jetzt auch nicht schräg abgeschnitten. Ich werde das jetzt einfach mal ausprobieren, was da jetzt den Tulpen besser gefällt. Machen wir jetzt hier so ein kleines Bündel. Platziere die mal. Und dann wird hier am Rand, jetzt wollte ich schon wieder Wacholder sagen, die Stacheldrahtpflanze und die Zypresse einfach so hineingesteckt werden. Kann auch sein, dass ich bei der Stacheldrahtpflanze hier noch ein bisschen die Enden gleich abschneiden werde. Das entscheide ich gleich im Laufe des Prozesses. Ich
werde jetzt hier oben drauf noch ein paar Zypressenzapfen platzieren und dann bin ich mit diesem Glas auch soweit fertig. Aber ich finde, das sieht ganz niedlich aus, das Glas, und man sieht jetzt auch gar nicht, dass das ursprünglich eine Resteverwertung war. So, mal eben gucken. Nö, so lasse ich das jetzt einfach mal. Ja, und vor allem so ein kleines Glas ist ja auch bedeutend schneller gemacht als hier so eine große Schale. Also ich muss jetzt wirklich mal zugeben, mein persönlicher Favorit ist jetzt hier diese große Schale. Wobei das kleine Glas, das kann sich jetzt auch gut sehen lassen. Und ansonsten werde ich mich jetzt mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!